Hallo, ich begrüße euch. Das 6. Video zum Thema IT-Security, Datenschutz und Sicherheit. Es geht dabei um Netzwerkstrukturen und Netzwerksicherheit. Ich erkläre jetzt die nächsten paar Minuten etwas, warum hier das Ganze auch nochmal auf Englisch steht. Wenn ihr das schon kennt, weil ihr das schon bei den vorangegangenen Videos wahrgenommen habt, dann könnt ihr einfach die nächsten 7 Minuten überspringen und macht dann weiter bei der 9. Minute und dann kommt der eigentliche Inhalt. Jetzt will ich aber zunächst erklären, wieso ich auf diese Idee gekommen bin, das mehrsprachig anzulegen. Das heißt, mehrsprachig heißt, ich erkläre das natürlich in Deutsch, weil das ist meine Muttersprache, aber ihr könnt das, wenn ihr das wollt, in über 100 Sprachen übersetzen. Die Übersetzung ist auch schon sehr gut, weil die Spracherkennung bei YouTube mittlerweile, zumindest was meine Sprache betrifft, sehr gut ist. Die Fehlerquote, die ich da bei den letzten 3 Videos beobachtet habe, ist unter einem Promille. Das heißt, ein Wort pro 1000, das ist falsch dargestellt. Und das kann ein bisschen mehr sein, wenn ich viele Fremdworte einsetze oder Eigenname. Aber bei umgangssprachlichen Texten ist das also mit einem Promille sehr wenig. Und dann ist natürlich auch bei der Autoübersetzung oder Autotranslate heißt das im Englischen, die Fehlerquote sehr gering. Ihr könnt in den Anlagen zum Video sehen, wie dieser Text transkribiert wurde. Den habe ich dann auch in englischer und französischer und ukrainischer Übersetzung bereitgestellt. Und dann könnt ihr das Ganze auch sehen, wie das wieder zurück ins Deutsche übersetzt wurde mit einem anderen Übersetzungssystem. Da nehme ich dann in der Regel DeepL. Hier bei der Übersetzung ist es ja YouTube bzw. Google Translate, was da aktiv ist. Und bei der Rückübersetzung nehme ich DeepL. Und wenn dann der Sinn immer noch klar erkennbar ist, dann kann man sagen, dass die Übersetzung ganz gut gelungen ist. Wie kommt er daran? Das Video selbst, das könnt ihr aufrufen, wenn ihr diese Arbeitsmappe habt. Wenn ihr oben links in die Zelle A1 reinklickt, dann habt ihr das Video. Rechts davon ist diese Arbeitsmappe, wo ich gerade von gesprochen habe, wo die Übersetzungen stehen und auch die Korrekturen. Ich möchte ja auch, dass diejenigen, die Interesse haben an maschineller Transkription oder an künstlicher Intelligenz, dass die sich damit ein bisschen beschäftigen können. Da ist mittlerweile eine ganze Menge möglich. Die meisten Menschen hören von künstlicher Intelligenz nur im Zusammenhang mit ChatGPT. Auch viele Schüler wissen das schon sehr gut einzusetzen. Aber das hier ist eine weitere Auswirkung des maschinellen Lernens. Jetzt will ich noch den Hintergrund für diese ganzen Übersetzungen kurz erklären. Ich bin immer noch Online-Dozent und da ist es so, dass ein großer Teil der Teilnehmer Deutsch als Fremdsprache spricht. Die sind aus der Ukraine, aus Syrien oder aus anderen Gegenden der Erde zu uns gekommen, haben schon ganz gut Deutsch gelernt, aber diese Fachsprache, die ich hier einsetze, die ist also noch nicht so vollständig bekannt. Und da habe ich mir ein Format überlegt mit den Videos, mit Untertiteln in über 100 Sprachen und auch, was ihr dann sehen könnt, wenn ihr oben in die Zelle E1 klickt mit der Arbeitsmappe, da gibt es den Wortschatz, den könnt ihr abrufen. Da sind alle Worte enthalten, die über den mittleren Wortschatz bei Deutsch als Fremdsprache hinausgehen. Also damit ist das B1-Niveau gemeint. Alles, was über dieses B1-Niveau hinausgeht und von mir hier in dem Video gesprochen wird, das findet ihr im Vokabular in dieser Arbeitsmappe. Das findet ihr dann auch mit den Verlinkungen bei den Suchmaschinen, damit die Begriffe euch klar werden. Deutschsprachige Teilnehmer werden das selten gebrauchen, es sei denn, das sind Fachworte, sind vielleicht auch ein paar Dutzend dabei. Die kann man sich natürlich dann auch so erschließen. Aber gemacht ist diese Vokabelliste eben für die, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. Ich möchte euch jetzt als erstes die YouTube-Einstellungen erklären. Bin ein bisschen nach unten geblättert. Da sehen wir die einmal in englischer Sprache und einmal in deutscher Sprache. Wichtig ist, dass ihr hier bei dem Zahnrad schaut, ist die Geschwindigkeit des Sprechens für euch angemessen. Ihr könnt mich schneller sprechen lassen. Das ist vielleicht sinnvoll, wenn jemand hier Deutsch als Muttersprache spricht. Da habe ich schon gehört, ich spreche zu langsam. Aber diejenigen, die hier
Deutsch als Fremdsprache sprechen und möchten mitlesen in Deutsch oder in ihrer eigenen Sprache oder in Englisch, dann kann man hier bei den Optionen auf die Audiogeschwindigkeit gehen und wählt dann beispielsweise 75% aus. Dann rede ich langsamer, es ist immer noch kaum verzerrt, aber man hat dann mehr Zeit zum Mitlesen. Dann komme ich jetzt aber auf das ganz Wichtige. Ich habe hier keine Bearbeitung durchgeführt bei der maschinellen Übersetzung, weil die Fehlerquote ja so gering ist. Und wenn man da keine Änderung macht, dann werden die Worte, die ich hier spreche, auch wortweise angezeigt. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Das passiert also dann, wenn Deutsch automatisch erzeugt da möglich ist. Und dann habt ihr, wenn ihr hier diese Einstellungen, die hier einmal im Englischen beschrieben sind, hier oben und einmal im Deutschen hier unten, da kommt er dann, wenn er auf Einstellungen oder auf Settings klickt, hier auf diese blauen Einträge, dann könnt ihr das einstellen, Include Audio Generated Captions when available, so heißt das dann auf Englisch, oder im Deutschen heißt das, wenn verfügbar, auch automatisch generierte Untertitel anzeigen. Dann werden also auch diese über 100 Fremdsprachen angezeigt. Das habe ich dann hier erklärt. Hier sind diese Sprachen, die Anfang März 2023 bei YouTube verfügbar waren. Die Sprachen, die hier in der Liste stehen, die lassen sich alle automatisch übersetzen und erscheinen dann in Untertiteln. Ihr könnt das sogar überprüfen bei einigen Sprachen, wie gut diese Übersetzungen sind. Ich habe hier in dem oben genannten Blatt, in der Excel-Arbeitsmappe, habe ich 3 oder 4 Sprachen mal getestet. Deutsch auf Englisch übersetzt, das was also YouTube daraus gemacht hat. Auch auf Französisch habe ich es übersetzt und Ukrainisch. Und diese Übersetzungen habe ich dann genommen, so wie sie da vollständig sind, und habe sie dann mit einem anderen System, nämlich mit DeepL, habe ich sie zurück ins Deutsche übersetzt. Bei allen dreien habe ich bis auf wenige Worte festgestellt, dass die Übersetzungen immer noch sehr gut verständlich sind. Und das ist also der Grund, warum ich dieses so mache. Meine Kurse hier zur Datensicherheit, das ist dann auch für Menschen mit Deutsch als Fremdsprache eine ergänzende Sprachschulung, die man fächerübergreifend einsetzen kann. Ihr werdet noch mehr dazu erfahren, weil ich manche Quellen, die ich hier bei der Behandlung der Themenansätze in Fremdsprachen aufrufe, und dann werde ich auch zeigen, wie man mit Browsern, da verwende ich in diesem Fall Edge, der erscheint mir am besten geeignet, wie man mit den Browsern dann beispielsweise die Sprache, die man vorfindet, ins Deutsche übersetzt und wie man sich das auch vorlesen lassen kann. Entweder in Deutsch oder in irgendeiner anderen Sprache. Im Prinzip sind das die gleichen Sprachen, die wir hier in der Liste haben. So viel zu den einleitenden Bemerkungen zur Mehrsprachigkeit bei den Untertiteln. Jetzt komme ich hier zu den Quellen bzw. zu den Kursunterlagen. Da habe ich ja einen großen Teil von Teilnehmern aus der geförderten Weiterbildung, die erhalten vom Herd Verlag eine Unterlage. Die ist immer noch sehr gut, weil es nichts anderes gibt. Ich habe sie hier, die 15 Seiten Leseprobe decken aber das nicht ab, was wir hier haben. Aber ich selbst habe also auch die vollständige Unterlage. Da geht es auf der Seite 27 weiter mit diesem Thema. Und da habe ich hier auch schon, weil ich das seit Jahren unterrichte, wichtige Begriffe, die zum Prüfungswissen gehören, beim Computerführerschein zum Thema IT-Sicherheit, die habe ich hier markiert. Struktur und Sicherheit im Netzwerk ist ja der Abschnitt, der hier auf der Seite 27 anfängt. Wer den Edge-Browser einsetzt, so wie ich hier, der hat die Möglichkeit, wichtige Stellen zu markieren oder sich zusätzliche Stellen hier reinzuschreiben. Wir sehen da, hier habe ich Prüfungswissen reingeschrieben, mit Hilfe dieses Text hinzufügen. Ich kann aber hier auch Stift nehmen und kann wichtige Teile markieren, zum Beispiel hier. Oh, jetzt habe ich die Markierung abgewählt, jetzt will ich es aber nochmal machen. Sobald mindestens 2 Rechner per Kabel oder durch drahtlose Verbindung miteinander verbunden sind und Daten austauschen, können Sie vom Computernetzwerk sprechen. Ja, das ist also Grund für Netzwerke,
die Effizienz, die man hat, wenn man Rechner miteinander verbindet. Das, was wir hier finden, ist, wie gesagt, im 4. Kapitel der Herdunterlage zu finden, aber es gibt ja noch eine weitere Unterlage. Diese hier ist ja nicht kostenlos, aber die hier, Easy4Me, die kann jeder anschauen. Ich klicke mal auf den Link, den ihr hier findet. Also ihr wurdet ja schon mehrfach von mir darauf hingewiesen, in der Beschreibung zum Video, da gibt es den Link auf diese Arbeitsmappe, die könnt ihr euch also dann lesend anschauen. Wenn ihr auf diesen Link klickt, dann seid ihr hier bei Easy4Me und IT-Security wähle ich hier aus. Das heißt, habe ich hier schon. Und da sind diese beiden Teile, die hier unter dem Abschnitt Zusammenfassung zu finden sind, die sind sehr zu empfehlen. IT-Security Zusammenfassung, das ist hier. Da bin ich jetzt schon am Ende dieses Abschnittes. Es fängt aber an hier beim Abschnitt 3 auf der Seite 10 im unteren Viertel. Wie eben auch schon beim Herdverlag gesehen, stehen die wichtigen Begriffe, die Netzwerktypen, die stehen hier zusammenfassend: LAN, WLAN, WAN, VPN. Das muss man also hier auf jeden Fall sich merken. Werden wir dann noch intensiver drauf eingehen. LAN hat ja im Prinzip jeder von uns, der im Heimnetzwerk ist, hat da irgendwo eine Fritzbox von seinem Provider bekommen und hat dann da sein Notebook oder sein Tablet oder seine Smartphones integriert. Dann haben wir ein LAN und das im Größeren natürlich auch in den Firmen, wo vielleicht ein paar Dutzend, ein paar hundert Rechner zusammengeschlossen sind. WLAN, wenn man auf Kabel verzichtet. Wireless LAN, also kabelloses Netzwerk. Und dann kommen hier noch andere WAN, werde ich gleich ein Fallbeispiel zu bringen. Also auf jeden Fall diese Seite 10, 11 und 12, die gehören also auf jeden Fall dann zum Wissen, was ihr euch vor der Prüfung nochmal anschauen solltet. Auch was hier steht, WPA, WPA 2 und 3, das wird garantiert irgendwann bei einer Prüfungsfrage auftauchen, diese verschiedenen Verfahren zum Schutz von drahtlosen Netzwerken. Das ist nicht das Einzige, was es hier gibt von Easy4Me. Es gibt ja noch diese Stelle hier, IT-Security-Begriffe kurz erklärt, die Zusammenfassung als Glossar, kann man dazu sagen. Und das haben wir hier. Da habe ich hier die 5. Seite. Da ist also auch LAN näher erklärt. Dann Netzwerktypen und MAC-Filter. Also alles Punkte, die prüfungsrelevant sind, habe ich ja auch schon gesagt. Das, was hier an Begrifflichkeiten auftaucht, das ist also das Minimum, was man haben sollte, wenn man wirklich mit Sicherheit sich ernsthafte Gedanken macht. Und wenn man da irgendwelche Begriffe hört, hier sind die gut zusammengestellt. So, Easy4Me habe ich erklärt, könnte also die Themen nachgucken, die prüfungsrelevant sind, aber ich will ja hier mehr anbieten, nicht nur das, was Minimum ist, um die Computerführerscheinprüfung zu bestehen, sondern wenn man sich tiefergehend damit beschäftigt. Und da haben wir hier unterhalb aktuelle Materialien für alle, die mehr wissen möchten. Habe ich dann auch nochmal in Englisch erklärt, weil ich sage ja, es sind auch viele Teilnehmer dabei, die eben nicht Deutsch als Muttersprache haben. Datennetze für die effiziente Gestaltung von Arbeitsprozessen. Da gibt es, wie meist in diesem Bereich zu erwarten, was beim BSI. BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, gibt es also hier diese Seite zu den Netzwerken, kommunizieren und übertragen. Und den Abschnitt hier, den will ich dann auch gleich so ein bisschen mit Fallbeispielen anreichern. Erstmal trage ich ihn vor oder lese ihn auch mal vor, weil er eben das sehr präzise zusammenfasst. Unternehmen und Organisationen benötigen Datennetze für die effiziente Gestaltung von Arbeitsprozessen. Über Datennetze werden Informationen und Daten ausgetauscht sowie verteilte Anwendungen realisiert. Sie ermöglichen standortübergreifende Zusammenarbeit und die Anbindung von Cloud sowie Kollaborationsdiensten. An Datennetze werden herkömmliche Endgeräte, mobile Endgeräte, weitere Unternehmensstandorte, das Internet
und zunehmend Internet of Things Elemente angeschlossen. Also IoT ist diese Abkürzung dafür, für Internet of Things. So, das ist jetzt hier mal etwas, was ich vorgelesen habe. Ich will in diesem Zusammenhang meine ersten Erfahrungen mit Netzwerken auch mal schildern. Vor 40 Jahren, da arbeitete ich im Vertrieb bei Apple Computern, bei einem Händler in Göttingen. Und da war mein erster Kontakt mit Netzwerken eben darin begründet, Apple hatte einen sehr teuren Laserdrucker, den Apple Laserwriter, um die 30.000 D-Mark kostete der. Und damit nicht nur ein Gerät den nutzen konnte, sondern mehrere Macintosh oder andere Apple-Geräte, wurden diese dann vernetzt. Und da war also der Drucker, weil er so teuer war, natürlich über Netz von mehreren Geräten aus anzusteuern. In der gleichen Zeit waren auch die Festplatten sehr teuer. Da kostete so eine 10 Megabyte Festplatte am Anfang einige tausend Euro. Der Preis verfiel dann bei zunehmender Verbreitung. Und da hat man dann Fileserver und da wurden Datenspeicher dann von mehreren Rechnern ausgenutzt. Fileserver und Printserver, das gab es da. Ab den 90er Jahren wurden dann diese Netzwerke auch mit dem Internet verbunden und da wurde es dann also erst richtig spannend. Und wenn man dann solche Netzwerke verbindet, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass man da Zugriff hat, den man gar nicht möchte. Und deshalb gibt es hier den Abschnitt Schützen Sie Ihr Datennetz. Da ist dann eine ganze Menge an Informationen zu finden, Publikationen des BSI. Das geht natürlich alles weit über das hinaus, was ihr hier im Kurs wissen müsst, wenn ihr euch auf den Computerführerschein vorbereiten wollt. Es kann ja sein, ihr nutzt mein Video, um euch vorzubereiten auf eine Prüfung. Und wenn ihr dann Fachinformatiker seid oder studiert, dann ist das hier eine gute Sammlung, um sich vertieft damit zu beschäftigen. Aktuelle Bücher gibt es ja nicht, die sind ja im Prinzip schon veraltet, wenn sie dann aus der Druckerpresse kommen. So, dann wollen wir hier aber auch noch ein paar Beispiele finden. Ich gehe hier mal zurück, habe also jetzt erwähnt, was es hier vom BSI gibt. Wer nicht ganz so tief einsteigen will, der wird hier in der Wikipedia fündig. Und da hat man dann auch anschauliche Illustrationen. Hier sehen wir ja so eine, ja, Local Area Network. Und gibt es dann also hier auch die Begrifflichkeiten, was ist ein Repeater, na, was ist eine Bridge, Funk-LAN, also WLAN, Wireless LAN, alles gut beschrieben. Und hier unten kommen wir dann auf die unterschiedlichen Netzwerktypen auch zu sprechen. Und da will ich jetzt weitere Fallbeispiele bringen. Ich habe hier diese Beispiele. LAN habe ich ja jetzt schon erwähnt, häusliche Netzwerk, Firmennetz, globales Netzwerk, das ist dann weltweit über mehrere Kontinente verbreitet. Das Internet ist natürlich ein globales Netzwerk, aber ein globales Netzwerk ist nicht immer Internet. Denken wir jetzt an das Starlink-Netzwerk von Elon Musk. Und da will ich jetzt mal drauf eingehen. Netzwerke an sich, die sind ja auch militärisch begründet. Das heißt, sie wurden eigentlich aus militärischen Gründen entwickelt. Da habe ich hier ein schönes Bild bei den Links untergebracht. Das ist das ARPANET. Das ist so in den 70er Jahren ausgebaut worden. Da sehen wir hier so verschiedene Universitäten da eingebunden, Forschungseinrichtungen, natürlich auch militärische Forschung, weil das ARPANET, das entstand daraus, man hat sich Gedanken gemacht, was ist beim Atomschlag, wenn da gleich eine Zentrale beseitigt ist und es gibt keine Möglichkeit, das von anderen Ort weiterzuführen, den Krieg, dann haben wir schon verloren. Deshalb hat man also da Versuche gemacht, wie kann man solche Standorte, solche Befehlszentralen vernetzen, und in diesem Zusammenhang entstand das ARPANET. Will ich jetzt nicht vertieft darauf eingehen. Wenn ihr historische Interessen habt, googelt nach ARPANET, ist ja hier unten links auch beschrieben. So, gehe ich mal zurück. Dann haben wir hier das eben erwähnte Starlink von Elon Musk. Das hatte also seine Bewährungsprobe in dem Ukraine-Krieg.
In den ersten Kriegstagen versuchten die Invasoren, die Infrastruktur für die Kommunikation zu zerstören. Das ist ja auch gelungen zum großen Teil, aber der amerikanische Milliardär Elon Musk, der hat sein Starlink für die Ukraine bereitgestellt und da konnten militärische Operationen weiter koordiniert werden. Das ist also den russischen Invasoren nicht gelungen, die Informationsstrukturen da zu zerstören oder nachhaltig zu zerstören. Das ist hier in der Frankfurter Rundschau beschrieben in diesem Artikel, kann man sich anschauen. Nachdem ich jetzt ein globales Netzwerk, ein GAN, kurz erklärt habe, Details findet ihr in der Frankfurter Rundschau, will ich noch auf NetCologne eingehen, ein Metropolitan Area Network, MAN abgekürzt. Abkürzung solltet ihr euch auch merken, wird manchmal gefragt. Das steht sogar in der Wikipedia, NetCologne. Da ist ein regionaler Telekommunikationsdienstleister, der dahinter steht. Die Stadtsparkasse Köln und die Verkehrsbetriebe, also Einrichtungen, die Interesse haben, dass dieses Netzwerk die Region fördert. Gibt es bei uns in Kassel auch, heißt dann Netcom. Und da ist dann das Hauptziel, dass das Glasfasernetz stetig ausgebaut wird. Details wollen wir uns jetzt nicht anschauen, nur eben ein Beispiel, dass es solche Wahns auch gibt und die passenden Fallbeispiele dazu. Nachdem wir jetzt verschiedene Netzwerktypen kennengelernt haben, will ich auch die Zusammenhänge schildern und Schutzvorrichtungen, die nötig sind. In einem LAN, so wie ich das in meinem Büro oder im Haushalt betreibe, da kann das natürlich auch schon passieren, dass vernetzte Computer sich gegenseitig verseuchen, wenn da jemand vom Haushalt Schadsoftware eingeschleppt hat und wir nutzen eben gemeinsam so eine Ablage, dann kann das natürlich auch sich verbreiten in dem Netz. Schlimmer und nachhaltigere Schäden entstehen natürlich, wenn jetzt so ein LAN verbunden ist mit einem Netzwerk, mit dem Internet. Bei mir in Kassel, in meinem Büro, ist es so, da habe ich also innerhalb des Gebäudes das LAN. Über die Fritzbox ist es verbunden mit Netcom Kassel. Das ist, wie ich es im vorigen Teil beschrieben habe, das Metropolitan Area Network hier in Nordhessen. Das stellt also Glasfaser zur Verfügung in dem Fall. Und über Netcom bin ich dann mit dem Internet verknüpft. Damit da nicht Unbefugte eindringen, gibt es verschiedene Schutzmechanismen, die auch wieder in Form von BSI-Sicherheitsempfehlungen sich niederschlagen. Das will ich hier mal zeigen. Ihr müsst das natürlich jetzt nicht komplett wissen, was ich hier jetzt erzähle, wenn ihr euch nur auf die Computerführerscheinprüfung vorbereiten wollt. Aber wenn ihr Fachinformatiker werden wollt oder seid und wollt euch weiterbilden oder ihr studiert so etwas, dann ist das natürlich besonders interessant, was hier das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik bereitstellt. Wie funktioniert ein Virtual Private Network, VPN? Gibt es also hier interessante Themen, das ist hier unten ausgeführt. Was ist ein VPN und wie funktioniert es? Für den Hausgebrauch reichen hier auch wieder die ersten Zeilen aus. Ich lese vielleicht mal vor, was hier steht. Bei einem Virtual Private Network, kurz VPN, handelt es sich um ein virtuelles Netzwerk. Anders als etwa bei Ihrem Heimnetzwerk sind die verschiedenen Endgeräte bei einem VPN nicht direkt physisch miteinander oder mit einem zentralen Router verbunden, etwa über Netzwerkkabel oder eine WLAN-Verbindung. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Warum braucht man sowas? Wenn ein Unternehmen, egal welches deutsche Großunternehmen, nicht nur in Deutschland tätig ist, sondern vielleicht in den USA oder in China oder anderen Standorten, dann besteht natürlich die Gefahr, dass sich dort staatliche Stellen oder Cyberkriminelle, die Industriespionage betreiben, in diese Netzwerke reinhacken und dort Informationen abschöpfen, die ihnen dann viel einbringen. Und das möchten natürlich solche Firmen nicht. Deshalb gibt es diese virtuellen privaten Netzwerke oder VPNs.
Und damit kann man im Prinzip das machen, was man mit geschützten Kabeln, nur man hat nicht wirkliche Kabel, sondern das ist virtuell abgebildet über Software, die sicher ist. Und dann wird mit so einem VPN sichergestellt, dass sich eben keine chinesischen Stellen in diese Verbindung zwischen der deutschen Zentrale und der chinesischen Tochter reinhacken können und mithören können. So, da wollen wir uns das hier mal weiter anschauen. Wir haben hier interessante Punkte. Wie kann ich ein VPN einrichten? Das heißt, man braucht einen Dienstleister. Könnt ihr euch anschauen. Ich will jetzt so einen Dienstleister mal zeigen. Da habe ich hier VPN in China. Da habe ich hier als Beispiel NordVPN. Das ist also so ein Anbieter hier. How to use VPN in China 2023. Das ist jetzt wieder Englisch. Aber wir wissen ja, in Edge braucht man nur die rechte Maustaste sicher finden. Dann kann man das ins Deutsche übersetzen. Und schon habe ich das hier in der deutschen Sprache. Hier steht was von Great Firewall. Früher hatten die Chinesen die große Mauer, um sich zu schützen. Heute haben sie die Great Firewall. Das hört sich besser an, als wenn man da sagen würde, wir haben hier etwas, was wir Superzensur und perfekte Überwachung nennen. Da hört sich Great Firewall doch etwas weniger bedrohlich an für die Benutzer. Aber im Prinzip ist das schon sehr drastisch, was da gemacht wird. In China kann niemand diese Dienste, die wir hier in Deutschland haben, einfach frei nutzen. Ich rolle jetzt mal nach unten. Ich will euch das jetzt nicht vorlesen, aber sinngemäß will ich so ein paar Punkte zusammenfassen. Wir haben hier, jetzt ist es also hier beschrieben, was in China nicht nutzbar ist. Wenn man hier normal im Internet surft, mit einem VPN kann man sich unbeobachtet von China in eine virtuelle Umgebung beamen, also einen anderen Standort vorgaukeln. Und dann kann man eben auch Facebook und Gmail und Instagram nutzen. Das ist jetzt hier auf übersetzt. Statt Zwitschern müssen wir uns natürlich Twitter vorstellen, aber ich gehe mal wieder auf die englische Sprache. Jetzt habe ich wieder englischen Originaltext. Und da sehen wir, da steht jetzt nicht mehr Zwitschern, sondern Twitter. Und alle diese, die wir hier auf der Liste haben, die sind in China nicht erreichbar. Also YouTube, die Chinesen können mein Video, was ich hier aufnehme und bereitstelle, das können sie über eine normale Verbindung nicht erreichen. Aber von chinesischen Bekannten weiß ich, dass wenn man da VPN hat, dann kann man mich also auch in China empfangen und meine YouTube-Angebote sehen, genauso wie man dann auch mal in die Wikipedia schauen kann. Ist das legal? Steht ja hier dann auf Englisch. Für Chinesen ist das sicherlich ein Problem, wenn sie dabei erwischt werden, dass sie solche Dinge tun. Aber als Touristen, als deutsche Studenten, die sich in China aufhalten oder als Firmen, da ist das also legal und da beschreibt NordVPN die Dienstleistung. Will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich schließe das hier mal und gehe dann zurück zu meiner Übersicht. Als nächstes habe ich hier in meiner Übersicht die Netzwerkadministration. Vielleicht noch ein Hinweis, das sieht jetzt hier sehr chaotisch aus. Das ist meine Stoffsammlung. Wenn das Video fertig ist, dann werde ich hier auch noch ein bisschen aufräumen. Für mich sind das jetzt nur die Links, die ich hier moderiere. Da gehe ich hier mal auf diesen Link. Die Stellenausschreibung der Berliner Stadtreinigung, BSR, steht hier. Und da kann man dann auch sehen, was Netzwerkadministratoren zu tun haben. Hier steht es ja, das erwartet sie bei uns. Konzipieren, planen und projektieren von IT-Diensten steht da zum Beispiel. Oder Überwachen und Optimieren des Netzbetriebs. Und hier steht auch noch Ansprechperson für externe Dienstleister. Ja, das kann man sich mal anschauen. Das ist also sehr umfassend. Hier steht ja auch, abgeschlossen Hochschulstudium wird erwartet, also mindestens der Bachelor. Schauen wir uns dann wieder meine Stoffsammlung an. Da habe ich dann hier einen der bekanntesten Netzwerkadministratoren, Edward Snowden. Snowden-Affäre steht hier. Nach der Snowden-Affäre, da
hat es großen Wirbel gegeben. Hier steht jetzt bei der FAZ, NSA will fast alle Systemadministratoren loswerden. Die sind ein großes Risiko, wenn sie nämlich nicht nur ein Backup machen, um das im Zweifelsfall wiederherzustellen zu können, sondern das Backup dann auch noch mitnehmen, nach Russland zum Beispiel, wie hier in dem Fall. Aber da will ich jetzt nicht näher was zu erzählen. Ihr könnt hier einfach mal googeln, wenn ihr wollt, über Edward Snowden. Da gibt es hier weitere Informationen in der FAZ. Sie war der Bösewicht, Chelsea Manning und Snowden der Held. Das Thema soll jetzt hier nicht weiter beachtet werden. Ihr habt gesehen, wo ihr den Link findet. Gehen wir dann hier auf weitere Spezialitäten ein bezüglich der Netzwerkadministration oder der Administratoren. Da habe ich hier eine Geschichte in österreichischen Tagespresse, Standard. Da muss ich erstmal einverstanden sein. Steuer-CD, Datendieb soll Administrator in Bank gewesen sein. Das ist natürlich eine ganz lukrative Sache. Wer da als Netzwerkadministrator in Schweizer Banken, da hat man natürlich Zugang zu geheimsten Konten. Und da haben wir ja hier diverse Erfahrungen. Norbert Walter Borjans, der war ja damals für den Kauf der Daten-CD zuständig. Diese Informationen finden wir hier. Für die Schweizer Banken oder überhaupt für Banken in Steueroasen sind natürlich die Netzwerkadministratoren ein großes Risiko, wenn sie ihre Zugangsmöglichkeiten dazu nutzen, um solche Daten wohin zu schaffen, wo sie die Bankkunden eigentlich nicht haben wollen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele geschildert, wie Netzwerkadministratoren auch Daten von Firmen, von Unternehmen bedrohen können. Da habe ich den Edward Snowden genannt und auch die Schweizer Netzwerkadministratoren, die Steuer-CDs oder Daten-CDs ins Ausland gebracht haben. Damit ist das Video jetzt schon über 30 Minuten lang. Weil es zu diesem Thema noch viele interessante Punkte gibt, tue ich hier erstmal unterbrechen und bringe den Rest dann im Teil 2 unter. Damit ihr euch schon was vorstellen könnt, habe ich hier schon das Titelbild bereitgestellt. Die Themen, die da zustande kommen, die seht ihr hier auch schon. Bedrohung von Netzwerken und Cyberkrieg. Das ist ja im Augenblick aktuell. Die Geschehnisse in der Ukraine deuten ja auch schon ein bisschen darauf hin, wo überall die Gefahren liegen. Dann habe ich hier auch noch etwas über persönliche Bedrohungen zusammengestellt mit Fundstellen und zum Schluss wieder wichtigen Prüfungsstoff. Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit setzen Zugriffskontrollen voraus und da habe ich dann also auch ein paar Fallbeispiele zusammengestellt. Das wäre es für den Teil 1 dieses Themengebietes. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss.